Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, kurz BDA, arbeitet deutschlandweit an den unterschiedlichsten Projektformaten. Damit wuchs natürlich auch die Herausforderung, die Kommunikation im Unternehmen möglichst strukturiert und organisiert zu realisieren. Benötigt wurde eine virtuelle Telefonanlage, die das Telefonieren bzw. das Kommunizieren von überall und jederzeit vom Laptop, Mobiltelefon oder auch iPad aus möglich machte. Die Entscheidung fiel hier sehr schnell auf Microsoft 365 und insbesondere auf Microsoft Teams. Wir haben Dr. Welter kurz zum Projekt interviewt. Was er zum Projektablauf sagte und was ihn letztendlich überzeugt hat, sehen Sie hier im Video. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf mich Ihnen vorstellen. Ich heiße Thomas Welter und ich bin der Bundesgeschäftsführer des Bundesdeutsche Architektinnen und Architekten BDA. Wir sitzen in Berlin. Der BDA ist eine Vereinigung freischaffender Architektinnen und Architekten sowie Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Uns gibt es seit 1903. Wir sind ein kleiner Ausschnitt der Architektenschaft, weil wir halt diejenigen, die sich besonders für die Qualität des Plan- und Bauens in Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt einsetzen, diese Personen berufen wir in den BDA. Rund 5.000 Mitglieder repräsentieren rund 3.000 Büros. Das ist zwar nur ein Drittel des Berufsstandes, der im BDA Mitglied ist, aber wir repräsentieren mit unseren Büros ungefähr ein Drittel des Bauvolumens der Architektenschaft. Ich habe mich übrigens versprochen, 7% der Mitglieder repräsentieren wir, die es ganz in Deutschland gibt als Architektinnen und Architekten und ein Drittel des Bauvolumens. Der BDA arbeitet sehr stark inhaltlich. Wir betreiben das Deutsche Architekturzentrum in Berlin. Wir haben eine Zeitschrift, die Architekt. Und wir sind in einem Bundesverband, da bin ich der Geschäftsführer, 16 Landesverbände und 48 Gruppen organisiert. Wir arbeiten sehr stark an Projekten, an Zeitschriften, Formaten, Ausstellungen und das halt über Deutschland verteilt. Das heißt, wir haben natürlich schon die Herausforderung, Kommunikation zu strukturieren und zu organisieren. Deswegen haben wir uns dazu natürlich entschieden, mit Microsoft 365 zu arbeiten und insbesondere mit Teams und haben uns dann auch überlegt, dass wir Telefonie auch über Teams haben wollen. Was war der Hintergrund? Natürlich wie ganz häufig ein äußerer durch die Pandemie und durch das vermehrte Homeoffice, welches sich jetzt nach der Pandemie natürlich nicht wieder komplett umdrehen wird, sondern Homeoffice, mobiles Arbeiten wird weiterhin ein Bestandteil unserer Arbeitsweise bleiben, brauchten wir natürlich die Möglichkeit, dass wir jenseits von Handy und Umleiten und Roaming natürlich in der Lage sind, kohärent miteinander zu kommunizieren, über Teams-Kanäle, über Teams-Telefonie. Deswegen haben wir N-Team gebeten, diesen Prozess mit uns zu machen. Was wir brauchten, ist eine virtuelle Telefonanlage, egal wo die Leute sind, dass die Leute in der Lage waren, mit ihrem Handy, aber auch natürlich mit ihrem Laptop zu telefonieren. Und wir brauchten schlicht und ergreifend etwas, was leicht zu bedienen ist, intuitiv ist, was eine App hat auf einem Android oder auf einem iPhone und was halt überall funktioniert. Die Vorteile sind, dass wir jetzt natürlich miteinander sprechen können, dass man, wenn man sich einmal in die Technik von Microsoft hineingefuchst hat, einmal in die Benutzeroberfläche hineingefuchst hat, doch sehr viele Dinge voreinstellen kann, gut nutzen kann. Was ist problematisch an der Sache? Problematisch ist natürlich, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die natürlich mit den bewährten Methoden, mit denen sie immer schon gearbeitet haben, gerne weiterarbeiten wollen. Das heißt, das klassische Tastentelefon, das Telefonieren mit dem Hörer, jetzt stattdessen halt mit einem Headset. Der Punkt, dass man auf seinem Handy vielleicht nicht mehr die Mobilfunktaste drückt, sondern halt die Microsoft Teams-Taste drückt. Das sind alles Dinge, wo man die Person heranführen muss. Das heißt, Transparenz in der Kommunikation, was wird sich ändern, wie sieht das aus, wo finde ich Funktionen, vor allem auch, wo finde ich versteckte Funktionen, wie sieht ein Menüfeld aus, das ist etwas, um das man sich sehr stark kümmern muss. Ich empfehle daher, bei solchen Projekten auch immer einen zentralen Ansprechpartner zu definieren, sowohl in der Institution, die halt umstellen will, als auch jetzt beim Dienstleister wie hier N-Teams, um halt natürlich die Personen an die Hand zu nehmen. Wenn eine Institution wie der BDA ohne eine eigene IT-Abteilung, ohne einen IT-Administrator braucht man das umso mehr. Alle Fallstricke, die es gibt, Kommunikation mit der Telekom, denn die lässt einen nicht so schnell aus den Klauen, Kommunikation, welche Schritte zu machen sind, welche Lizenzen man braucht. Das ist sehr, sehr wichtig, das seinem Kunden halt die ganze Zeit klar zu machen, weil der Kunde ist sich der Problematik gar nicht bewusst und im Zweifelsfalle natürlich überrascht, dass es mit der Telekom, mit der Kündigung dann doch länger dauert, dass es gar nicht mal so leicht ist, dass man sehr viele Lizenzen braucht, dass man da leicht den Überblick verliert. Insgesamt sind wir jetzt
jetzt, nachdem die Umstellung vollzogen worden ist, aber nicht ohne sozusagen Ängste, nicht ohne, dass der eine oder andere sagt, es ist alles viel komplizierter, ich habe den Überblick verloren. Aber wenn das einmal sich eingegroovt hat, den Leute damit arbeiten, und viel hat es auch damit zu tun, dass in der Institution es vielleicht 2, 3 Leute gibt, die mit Freude die Veränderung halt auch machen und diese Veränderung auch kommunizieren. Jetzt, nachdem das alles passiert ist, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Es ist für mich als Geschäftsführer viel leichter, meine Kolleginnen und Kollegen zielgenau zu erreichen. Einfach, weil ich nicht mehr verschiedene Handynummern bedienen muss, sondern einfach über meine ganz normale Kurzwahl im Handy natürlich alle Teams-Kollegen erreichen kann. Weil aber in der Telefonie natürlich auch die Teams-Kanäle, der Kalender, alles integriert ist. Das ist eine sehr schöne Arbeitsweise und ich bin froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen schneller gegangen wäre. Wir haben doch relativ lange gebraucht. Aber das liegt sicherlich auch daran, dass natürlich Change Management auch einfach eine Frage auch immer von Zeit ist. Man kann die Menschen auch nur im gewissen Sinne zu ihrer Veränderung drängen oder motivieren. Ein bisschen brauchen sie auch Zeit, man muss ausprobieren. Vielen Dank. Planen auch Sie, die Kommunikation in Ihrem Unternehmen voranzubringen? Dann unterstützen wir Sie gern bei Ihren individuellen Anforderungen. Sprechen Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns unter www.nteam.de.